Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo zur neuen frischen Folge beim Holy Home Podcast. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und der ein oder andere wird wahrscheinlich den Vorsatz haben, dieses Jahr sich sein Eigenheim zu kaufen. Ja, und dafür drücke ich euch wirklich die Daumen. Ja, auch ich habe mir einen Vorsatz gemacht für diesen Podcast, und zwar, dass aus diesem Podcast ein Videopodcast wird. Ja, und das hat auch einiges in Bewegung gesetzt, und die heutige Folge ist schon die erste Folge, die auch als Video zur Verfügung steht. Ja, was heißt das konkret? Es bleibt alles beim Alten, nur dass man jetzt eben die Folgen eben auch bei YouTube und Spotify noch als Video anschauen kann. Es ist natürlich nicht alles so perfekt am Anfang, aber ich werde jetzt immer weiter daran feilen. Und zudem starten wir eben auch dieses Jahr inhaltlich mit einer neuen Staffel. Und zwar geht es um das Thema des Kaufen von Bestandsimmobilien. Ja, und alle Themen, die da eben so dranhängen. Ja, und dazu befrage ich heute meine Gästin Anaïs Cosno vom Happy Immo Club. Sie ist Immobilieninvestorin und Architektin und besitzt über 60 Immobilien und hat dementsprechend schon wirklich sehr viel besichtigt. Sie verrät mir, worauf man beim Kauf von Immobilien generell so achten muss, ja, und worauf sie bei Besichtigungen ganz besonders schaut. In der heutigen Folge erzählt uns Anaïs, welche Aspekte bei einer Besichtigung Raum für sie sehr wichtig sind, wann Schimmel kein Problem ist, aber bei welchem Fall sie aber dann wirklich die Finger davon lässt. Sie erklärt uns auch, dass sie sich die Protokolle der Eigentümergemeinschaft ganz genau anschaut und was ihr dabei auch wichtig ist und wie sie überschlägt, ob genug Rücklagen da sind. Anaïs verrät uns zudem, warum sie bei Besichtigungen eigentlich keine Gutachter mitnimmt, sondern lieber Handwerker. Ja, und sie gibt uns auch noch einen Tipp, wenn es um das Thema Dachwohnung geht. Ja, denn da gibt es eine Sache, worauf ihr absolut achten müsst. Ja, heute müssen wirklich alle die Ohren spitzen, die bereits eine gebaute Immobilie kaufen wollen oder eben bald zu einer Besichtigung gehen. Also freut euch auf eine spannende Folge mit Anaïs Cosno. Also, los geht's! Ich begrüße heute Anaïs Cosno. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Anaïs ist langjährige Architektin, Immobilieninvestorin und Gründerin des Happy Immo Clubs. Und sie besitzt mittlerweile über 60 Immobilien mit ihrer Co-Investorin Maya und kauft immer regelmäßig weitere Immobilien. Und daher kennt sie sich so richtig gut aus mit Bestandsimmobilien. Und ich freue mich, dass ich dich heute dazu löchern darf. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich. Also Anaïs, du bist ja wirklich hier ganz regelmäßig beim Kaufen von Bestandsimmobilien und du schaust dir ja auch viele so Anzeigen bei Immowelt oder ImmoScout an. Und jetzt wollte ich mal wissen, bevor du zu einer Besichtigung gehst, wie schaust du dir eigentlich auch wegen dem Zustand schon so Bestandsimmobilien an? Also was sind für dich so wichtige Kriterien oder auch so No-Gos? Ja, sehr gute Frage. Genau, ich gucke immer auf Immowelt nach Immobilien und da gucke ich mir als allererstes das Exposé ganz genau an. Also sind Grundrisse enthalten, steht das Baujahr da, ist der Energieausweis enthalten, ja. Gibt es viele Fotos und sind die authentisch oder wirken die irgendwie gefaked, aufgeräumt? Und dann gucke ich natürlich als erstes auf den Preis, ja. Ist der realistisch für die Lage und für den Zustand? Und wenn ich da was komisch finde, dann hake ich erstmal nach oder lass es direkt sein, ja. Aber als allererstes mache ich immer das. Und ich mache als erstes auch immer unsere Happy Immobiliendeckel-Kalkulation. Ich gucke Jahresmieteinnahme durch Kaufpreis. Ergibt das ungefähr das, was man im Moment für Zinsen zahlt, also aktuell 3%. Und wenn das irgendwie in diese Richtung geht, dann mache ich weiter mit der Wohnung und dann kommt quasi Technikcheck und alles, ne? Aber das ist erstmal das Wichtigste, um zu gucken, ist das überhaupt spannend, ja oder nein? Also erstmal Finanzcheck und dann quasi in die Substanz rein, Genau. Also in den Zustand. Und wenn du jetzt die Anzeige anschaust, also du hast schon das Wort Energieausweis angesprochen, gibt es da für dich irgendwie Kriterien? Welcher Buchstabe darf da jetzt nicht draufstehen? Wo ist für dich uninteressant und wo sagst du, das wird spannend? Also, ich bin da nicht so, also unseren Kunden sagen wir eigentlich immer so bis D, vielleicht noch E, aber D eher. Aber für mich ist das nicht so wichtig, weil ich einfach auch keine Angst habe, Sachen zu renovieren. Also, ich habe schon so viele wirklich schrottige Löcher gekauft, die auch
total verschimmelt waren, total vermodert und so weiter und habe die auf Vordermann gebracht, sodass ich da jetzt nicht so 'n großes No-Go sehe oder so 'n Red Flag. Aber was schon wichtig ist, zu gucken, woran das liegt, ja? Denn also, wenn das jetzt so ist, wenn ich zum Beispiel weiß, das Haus hat Energieeffizienzklasse F, aber Fernwärme kommt, ja, dann, ist das ja total einfach, da auf B oder so oder zu kommen, ne? Also, das eigentlich hat man damit ja schon alles erschlagen und, genau. Wenn das nicht so ist und, das schwierig ist, da hinzukommen oder überhaupt auf 'ne bessere Effizienzklasse zu kommen, dann ist es natürlich was anderes, ja? Aber das würde ich mir dann erst später angucken. Da würde ich nicht direkt sagen: „No go." Ah ja, okay. Das heißt, du schaust quasi auf den Preis und dann quasi, wenn das einigermaßen passt und dir die Wohnung, ja, zusagt, dann gehst du auf eine Besichtigung. Genau. Oder gibt es schon vorher noch irgendwelche Sachen, wo du sagst: „Okay, wenn da, keine Ahnung, alte das ungedämmt ist oder eben eine ganz schlechte, genau, Energieeffizienzklasse F hat, dann kommt es für mich nicht in Frage." Oder ist das, weil das zum Beispiel ja auch so ist, dass man ja auch nur 'n Teil bei einer also wenn man quasi eine Eigentumswohnung hat, dann entscheidet man ja auch nicht alles alleine. Da ist man ja auch ziemlich abhängig von der WEG. Gibt es da für dich irgendwelche Kriterien, dass du sagst, was weiß ich, bei Dach oder irgendwelche Sachen, dass dir das schon wie vorher wichtig ist? Ne, das ist mir vorher nicht wichtig. Das ist mir aber total wichtig, bei der Besichtigung tatsächlich. Denn das sind genau die Punkte, die du sagst, ne? Also, wenn man dann in einer WEG drin hängt, die, also, das sehen wir oft, ja. Ich bin ja gar nicht alleine mit dem Immobilienkaufen. Wir haben 'n Club, wir haben über 2.000 Frauen zu ihrem Weg zu ihrer eigenen Wohnung geholfen und, wir sind 'ne Community, ne, und wir haben WhatsApp-Chats und das Besondere bei uns ist, dass man wirklich so alles reinposten kann. Und wir haben das ganz oft, dass WEG-Protokolle gepostet werden, wo einfach drinsteht, also, wo man sieht, dass nichts gemacht wird, dass immer alles verschoben wird, dass es irgendwie ein, 2 Leute gibt, die den ganzen Sanierungsprozess oder egal was total blockieren. Und da würde ich dann, also, das würde ich schon als Red Flag sehen, ne? Da würde ich dann schon sagen, wenn man da nix machen kann, da ist das dann schon ein No-Go. Aber das ist nichts, was ich direkt am Anfang anfrage, sondern ich besichtige eigentlich eher. Und zwar warum? Weil ich brauche 'n Gefühl für die Immobilie und ich finde beim Besichtigen, je mehr man besichtigt, das rate ich auch immer allen, desto, desto ein besseres Gefühl bekommt man für die Wohnung, ja? Also, wir haben vorgestern Happy Immo Weihnachtsfeier gefeiert mit, 'n paar mit vielen von unseren Kundinnen und die meinten auch alle, je mehr sie besichtigt haben, je mehr sie vor Ort waren, desto sicherer wurden die einfach. Und ich glaube, das ist einfach das A und O, dass man ganz viel besichtigt, um auch 'n gutes Gefühl zu haben für die Immobilie, ja? Und deswegen finde ich, also, erst mal besichtigen und dann nach den ganzen Sachen fragen. So. Und wenn man die Protokolle schon vorher bekommt, das ist super, ne? Aber meine Erfahrung ist, dass man die eigentlich auch nie vorher bekommt. Also, Makler wollen sich Ja, auch 'n ja. bisschen Arbeit sparen. Ja, Genau. das stimmt. Und wenn man Ja, sie vorher okay. kriegt, dann würde ich das schon machen, ja. Aber, Ja, erlebe ich selten. okay, sehr gut. Das heißt, du gehst jetzt zu einer Eigentumswohnung und schaust dir die an. Wie gehst du so vor im Kopf? Was schaust du dir so besonders genau an? Was ist so wichtig? Also, ich gucke mir erst mal tatsächlich den Grundriss an, ja. Ist der funktional? Passt der gut zur Nutzung? Und überlege mir, ob man da auch was umändern kann. Also, wir haben jetzt grade zum Beispiel, das machen wir öfter so, ja, aber wir haben jetzt grade eine Wohnung, da war, da war 'ne Küche, also 'ne kleine Küche mit so 'ner Loggia dahinter und 'n Abstellraum. Und der Abstellraum, der ging irgendwie zum Fenster nach hinten in Berlin, ja, so 'n Altbau. Also, der Abstellraum, der hat Fensterfläche genommen. Dann war eben die Loggia, das war so 'n bisschen verbaut, da war auch die Küche davor und so was. Die hatte auch die Fenster. Dann kam daneben so 'n kleines Bad, dann kam 'n kleines Schlafzimmer und dann ein sehr großes Wohnzimmer. Und da haben wir die Wände erst mal rausgenommen, da wo es ging, und haben quasi diese Loggia geöffnet und, auch die Wand zwischen Bad und Küche rausgenommen, sodass da jetzt 'n großer Wohn-Ess-Bereich ist, ja, der auch total hell ist, und haben dann daneben 'n kleines Bad eingebaut und dann das Schlafzimmer eben, ja. Und, also, das finde ich wichtig. Ich glaube, man kann ganz, 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 ganz oft aus Einzimmerwohnungen Zweizimmerwohnungen machen, indem man die Küchen ins Wohnzimmer verlegt oder indem man quasi 'n größeren Raum, der oft das Schlafzimmer ist, zur Wohnküche umfunktioniert. Muss man gucken, wie das mit den Strängen und so ist, ne? Aber dass man das so macht.
Und der kleine Raum ist dann das Schlafzimmer, ne? Weil das braucht man ja gar nicht. Man braucht ja eigentlich nicht so ein großes Schlafzimmer, man braucht eher einen Ja. schönen Wohnraum, Das habe so. ich auch schon gehört, dass das früher immer so war, dass man das Elternschlafzimmer vor allem, dass das immer sehr, sehr großzügig gebaut wurde, vor Genau. allem bei Häusern. Und dass man da eigentlich ziemlich viel einsparen kann, wenn man sagt, ich nehme einfach ein kleines Schlafzimmer und mache den Schrank vielleicht sogar, den Ankleideschrank noch irgendwie separat im Flur oder so, bringe ich den irgendwie unter, dass man da versucht, ein bisschen zu sparen oder einfach schlauer zu denken. Genau. Absolut. Und ich hoffe, dass ich hier niemandem auf die Füße trete, aber ich finde Kleiderschränke im Schlafzimmer absolut unsexy. Ja, also ich finde Schlafzimmer da, also ich finde Kleiderschränke, ich finde total super, wenn man es schafft, irgendwo eine Nische oder vielleicht auch eine Abstellkammer oder irgendwie einen Raum dafür umzufunktionieren, dass da die ganzen Sachen drin sind. Ne? Du hast jetzt hier so ein schönes Bücherregal, das sieht toll aus, aber eben so andere Sachen. Es gibt ja ganz viel Zeugs, das man einfach verstauen muss. Und das finde ich eigentlich viel besser, wenn man das in irgendeine Abstellkammer hat, inklusive Klamotten. Ja, dann schaut es auch gleich ordentlicher aus. Genau. Das heißt, du schaust dir den Grundriss an. Das ist natürlich für Laien nicht so einfach wie für dich als Expertin, als Architektin hast du da, glaube ich, einen ganz anderen Blick. Aber dir geht's eigentlich quasi darum, dass man gucken kann ich das irgendwie ein bisschen anders, also die Wohnqualität eigentlich ein bisschen erhöhen mit mehr Licht, mehr Raum und wenn irgendwas unpraktisch erscheint, ob ich es irgendwie ändern kann. Ja, genau. Also ich habe auch mal in der Wohnung, also das können aber auch Nicht-Laien machen, ne? Also ich glaube, am Grundriss, am Papier selber ist es schwieriger, aber in der Wohnung können das ja schon viele, Ja, ne? Da sieht man ja. das einfach schon viel besser, da kann man sich das besser vorstellen. Und ich habe zum Beispiel auch mal in einer Wohnung gewohnt in Essen auf der Rüttenscheider Straße. Das war ganz toll. Das war aber eine Einzimmerwohnung und wirklich ein Zimmer. Also mein Bett war wirklich neben meiner Kochnische. Mhm. Und sowas kann man sich ja dann auch einfach überlegen, schafft man es, die Küche dann in so einer Situation abzutrennen, weil dann hat man auch viel mehr Qualität gleich, ne? Wenn man die Küche Ja, eben ja. dann doch abtrennen kann vom Schlafen, dann schafft man einfach ein viel besseres Umfeld für potenzielle Mieterinnen. Und ich glaube, das sind so Ja. kleine Hacks, die jeder umsetzen kann. Und wenn du jetzt da reingehst und du schaust jetzt zum Beispiel gehen wir mal so raumweise durch, du schaust dir das Bad an. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wenn das ist, dann ist es irgendwie schwierig? Also gibt es da so, wo man Nee. drauf achten sollte? Also im Bad, also was ich mache, ich gehe rein und was ich wirklich mache, ich mache jeden Wasserhahn einmal auf und prüfe den Wasserdruck und gucke, ob da überhaupt Wasser rauskommt und so, ne? Das mache ich in der gesamten Wohnung. Was ich auch mache, ich öffne jedes Fenster, ja, einfach um zu gucken, sind die wirklich alle okay? Und das geben wir auch immer unseren Happy Immo Club Mädels mit. Und da sind die Makler oder wer die Besichtigung macht, immer total erstaunt, sagen immer, das haben sie ja noch nie erlebt, dass jemand jedes Fenster aufmacht. Aber wir haben es eben doch schon oft erlebt, ja, dass dann manche Fenster haken oder eben nicht aufgehen oder was auch immer. Deswegen finde ich das total wichtig. Aber zurück zum Bad. Also ich prüfe da den Wasserdruck. Ansonsten, also wenn ich ein Bad machen würde, also erstens mal muss man ganz oft, wenn man eine Wohnung als Kapitalanlage hat, gar nicht so viel renovieren, ja. Also Leute ganz oft kommen Frauen zu uns und denken, sie müssen das perfekt alles herrichten, ganz schönes Zuhause machen und so. Und das muss man gar nicht. Also man kann Wohnungen echt total gut auch in nicht so super Top-Zustand vermieten, ehrlich gesagt. Und ich bin dann ganz gerne auch so, dass ich sage, ihr kriegt die Wohnung unrenoviert und ihr übergibt mir die auch wieder unrenoviert. Und die macht sie euch so schön, wie ihr es wollt. Ne? Also bei mir, ich wohne auch selber zur Miete und da ist es genauso. Wir haben die Wohnung auch unrenoviert bekommen und wir haben die jetzt so gemacht, wie wir es gut finden. Und die haben auch beim Einzug haben die uns gesagt, sie können die Wände schwarz streichen, kein Problem. Und dann haben wir wirklich die Wände, also die Küche ist komplett schwarz. So Gleich wird das dann umgesetzt. eben, so wird das dann eben auch übergeben. Und ich glaube, also für mich ist es total toll, ja, dass ich weiß, ich konnte die Wohnung für mich so herstellen, wie ich sie schön finde. Und muss am Schluss dann nicht wieder alles weiß machen und so. Und ich glaube, so geht's Mietern auch. Deswegen glaube ich, man muss gar nicht immer von sich auf andere schließen. Man muss es gar nicht perfekt machen, ja. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das Bad anfassen, dann würde ich das sowieso komplett, also in den meisten Fällen würde ich das Bad komplett neu machen. Und von daher ist es dann tatsächlich nicht so wichtig, wie das alles aussieht. Ah ja, okay. Vor allem, wenn es jetzt Richtung Eigenheim geht, da glaube ich, dann will man ja schon, wenn man sich das als Eigentumswohnung kauft, Ja. dann doch irgendwie selber herrichten. Oder Okay, wenn gerade fein. das ganze Haus modernisiert wird, ne, und man Ja, will dann eben die Wohnung wirklich wie so ein Neubau herstellen oder so als Neubaustandard, dann finde ich, da kann man es schon machen. Aber dann muss man alles raus
rausreißen, so, Mhm. genau. Und wenn man jetzt Richtung, ich gehe jetzt einfach mal raumweise durch, Küche, gibt es da irgendwelche Sachen, wo du besonders drauf achtest, wegen Zustand? Oder ist, Also Küche, da gucke ich, wenn es Abstellkammern gibt oder auch wenn man irgendwie wenn es Regale und so was gibt vor den Wänden, dann gucke ich schon, ist da Schimmel, weil oft gerade durch Regale in solchen Räumen eben Schimmel entsteht. Dann gucke ich natürlich nach Rissen an den Wänden, nach Feuchtigkeit. Das ist aber in jedem Zimmer, das ist nicht küchenspezifisch. Dann wäre da auch wieder das Thema Wasser, Wasseranschluss und natürlich, wie ist die Küche? Und da geht auch ein bisschen das, dass ich total oft beobachte, auch wenn ich mit Frauen besichtigen gehe, wollen die immer gleich die Küche rausreißen, ja. Und Küchen sehen auch oft nicht so toll aus, aber man findet so oft Mieter, die sich schon über was anderes freuen würden, ja. Aber wenn man überlegt, eine Küche kostet mindestens 3.000 Euro, 3.500, manchmal auch 10.000, 15.000, je nachdem, wie viel man ausgeben will. Ähm, Da muss man sich überlegen, ob sich das rentiert, ja. Also je nachdem, wer dann da einzieht, findet die Küche vielleicht auch schön oder ist es nicht so wichtig oder macht eine eigene Küche rein oder streicht die oder es sind Studenten, die bleiben eh nicht so lange drin, ja. Also ich glaube, man muss ganz oft gar nicht so viel verändern. Aber auch bei der Küche, wenn, dann würde ich mal schauen, wie ist die Qualität der Küche? Kann ich die Oberflächen überkleben? Kann ich die irgendwie retten? Denn ich bin schon auch Fan davon, nachhaltig zu bleiben und nicht alles immer man kann wegzuschmeißen, auch zu oft nur die entsorgen, ne? Fronten Das meine ich wechseln. nämlich, ne? Dass man Genau, die Korpusse drin lässt und genau. sagt einfach, okay, ich mache einfach nur neue Fronten und eine neue Oberfläche und dann ist das viel günstiger. Also, ja, Genau, okay. genau, Ja, genau, gute okay. Idee. Das finde ich nämlich auch. So, und das würde ich einfach gucken. Ja, ansonsten bei Küchen oft gibt's noch so das Wände wegnehmen, ne, damit das nicht so 'n kleiner Raum ist, aber das ist je nach Geschmack. Also, manchmal ist es ja auch gut. Also, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man so 'ne Einzimmerwohnung hat, finde ich gut, wenn man die Küche schon abtrennen kann vom Schlafbereich. Mhm. Ja. Ja, okay. Und du hast es schon angesprochen, Schimmel, Risse, Feuchtigkeit. Küche hat ja auch viel Dampf. Genau, Schimmel guckst du quasi hinter den Regalen, Ja. ob da was ist. Was ist jetzt, wenn Schimmel ist? Ist das für dich dann gleich so ein Ausschlusskriterium oder wie Mhm. gehst du da vor? Ne, ich würde dann also, wir haben 'ne tolle Expertin, die Franzi von Klinker und Klunker. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also, ob du sie kennst. Ich würde das mit der durchsprechen, woran das liegt. Ich würde sie vielleicht mitnehmen, ihr das zeigen oder ich würde 'n Handwerker meines Vertrauens einfach mitnehmen, ja? Und wenn das einfach also, meistens ich sage meistens, ja, so sehr Expertin bin ich dann auch nicht, aber also, was ich bisher gesehen habe, waren das eigentlich fast immer Nutzerfehler, wie heißt das denn? Ja schon, Anwenderfehler, Lüftungsfehler. ne? Also Mhm, genau, es ja. wird eben zu wenig gelüftet oder es wird eben zu wenig geheizt im Winter, ne? Also die Wände sind dann zu kalt, das Wasser, schlägt sich nieder, es wird feucht und so weiter. Die Regale oder Schränke stehen zu dicht an den Wänden, sodass da keine Luft rankommt. So, und wenn das ist, ja, dann habe ich da nicht so Sorge, weil dann liegt es ja eigentlich einfach nur an den Mietern. Dann müssen die ihr Verhalten verändern. So, und dann mache ich das immer so, dass ich mit denen irgendwie mich einige, wer jetzt die erste Renovierung zahlt, ja, und vielleicht sogar ich. Und ab da, wenn das Thema wiederkommt, sie. Ja. Und was ist, wenn das jetzt nicht der Fall ist? Wenn das quasi, also oft gibt es ja auch, ich sage jetzt mal bei so, das sind ja meistens so 70er, 80er Jahre, oder? Wo dann so richtig mal auch so im Schlafzimmer eine ganze Wand hinterm Kleiderschrank verschimmelt sein kann. Guckst du da auch hinter den Möbeln so überall in den Räumen? Und was wäre da, wenn der jetzt Schimmel wäre? Oder die Mieter würden dir sagen, da ist Schimmel. Ja, also wenn das so ist, dann ich würde immer die Mieter fragen, ne? Gibt's auch irgendwie Schimmel? Gibt's Themen? Was gibt's noch für Mängel? Und dann würde ich mir das auch mit einer Expertin oder eben wirklich mit dem Handwerker angucken. Und wenn das am Haus liegt, dann würde ich in den Protokollen gucken und würde schauen, kann man das irgendwie kann man das beheben oder nicht? Und im Zweifel würde ich da vielleicht schon die Finger von lassen. Also, die Wohnung, in der ich Ja. wohne, das ist ein Haus von 94 und hier sind ganz, ganz, ganz viele Wärmebrücken, weil das so eine spezielle Architektur ist mit ganz vielen Kuben, die so rausgehen aus dem Haus und viele Balkone und so. Also, wir haben zum Beispiel auch am Gästeklo einen Balkon und so, ja, so ein bisschen lustige Architektur. Aber
Das ist eigentlich total cool. Von außen sieht's ziemlich komisch aus. Also Freunde haben zu uns schon mal gesagt, das ist das hässlichste Haus von ganz Berlin. Und ist auch so, aber von innen ist es ganz toll, ja, weil man einfach ganz viele Ja. neue Perspektiven hat und so. Aber man hat auch wirklich total viele Wärmebrücken und ganz viel, wir haben schon sehr viel Schimmel in den Ecken oder auch im Kinderzimmer so Stellen, wo es immer wieder feucht wird und die Farbe Ah abbröselt. ja, okay. Aber für uns ist es nicht, also das ist kein fieser Schimmel, das haben wir testen lassen und wir machen den dann immer weg und wohnen hier, ja. Also das ist jetzt nicht, das sind auch keine Riesenblüten, ja. Ist immer so ein bisschen schwarz in den Ecken und sowas. Dann muss man das halt einmal im Jahr wegmachen. Aber das würde ich nicht kaufen, hier die Wohnung, ganz ehrlich gesagt, weil das Okay. ist schon, ja, also das Mhm. ist schon schwierig, würde ich sagen. Okay. Und bei Rissen, wie verhält sich da? Wenn jetzt man sieht, das sind so kleine Risse irgendwo im Flur oder irgendwo? Ja, kommt drauf an, was es für Risse sind. Wenn das jetzt irgendwie Risse sind, die größer werden können, so dass es zu statischen Problemen kommt oder auch zu bauphysikalischen Problemen, ja, wenn dann da irgendwann der Schall durchgeht und was weiß ich, dann hätte ich da schon ein Mhm. Thema. Aber ansonsten sind Häuser oder Immobilien, die leben ja und also gerade wenn es Holzbauten sind oder wenn es richtig ganz alte Häuser sind, sind Risse ja total Mhm. normal. Da hätte ich jetzt nicht so Mhm. Sorge. Aber klar, ich würde mir das dann schon mit einem Handwerker angucken oder mit jemandem vom Fach. Ah ja, okay. Also wenn du da ein, zwei Sachen findest, gehst du quasi noch mal 'ne zweites Mal besichtigen und Ja, nimmst dann das noch würde ich dann jemanden schon mit. machen. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, Schallschutz. Wie guckst du da, ob man quasi ob das hellhörig ist oder ob der Schall gut gedämmt ist, sage ich jetzt mal? Ja, also im besten Fall merkt man das bei der Besichtigung? Hört man die Nachbarn oder hört man sie nicht? Hört man, wenn im Nachbarraum gesprochen wird oder nicht, ne? Dann finde ich auch wichtig, hört man die Nachbarn oben drüber, also vom Boden her? Und das sind auch Sachen, die ich dann frage. Genau. Ja. Ja. Und das Thema Wärmedämmung ist ja also das ganze Energieeffizienzthema ist ja gerade ganz groß. Guckst du auch auf, wie das gedämmt ist, das Haus und vor allem, welche Dämmung ist für dich gut und wo sagst du: „Oh, schwierig?“ Also sehr gute Frage. Ja, also ich gucke schon, ja. Bei schlechter Dämmung steigen natürlich die Energiekosten. Andererseits bin ich jetzt auch gar nicht so ein. Also ich habe zum Beispiel noch nichts renoviert mit KfW-Kredit, ja, weil da die Dämmung, die man da hätte nehmen müssen, die hätte, also ich hatte mal ein Angebot, das hätte irgendwie 20.000 € gekostet für die Wohnung, damit das eben gefördert worden wäre. Und eine ganz normale andere Dämmung, die den gleichen Job gemacht hätte, die hätte 2.000 €, also kein Witz, ja, wirklich 2.000 € gekostet. Und dann habe ich das gemacht. Da bin ich nicht so strikt und im liebsten Fall würde ich ehrlich gesagt Naturmaterialien nehmen, aber diese ganzen Sachen, die eigentlich empfohlen werden für die Energieeffizienz, das ist alles so Plastikzeugs und das finde ich eher schwierig, dass wir uns da alle einfach so ganz viel Styrodur an die Häuser dran kleben. Aber klar, so ist es jetzt gerade, so ist es im Moment, aber, deswegen bin ich ja so 'n bisschen leidenschaftslos, ja? Also, das ist wir haben wir haben da eh alle irgendwie, Holzwolle oder Styrodur oder irgendwas und das ist eher das Plastik und nicht so besonders super für die Umwelt und auch ehrlich gesagt für das Raumklima und so. Von daher ist mir das eigentlich egal, was es am Ende ist. Mhm. Ja. Wieso, wie ist das bei dir? Habt ihr da Best Practices oder so? Also, wir haben hier kernsaniert und wir haben quasi damals schon den KfW die Förderung bekommen, aber mit Naturmaterialien. Mhm. Dafür war's schweineteuer. Ja, ja. Genau. Ah, Aber super. wir freuen uns also, mein Mann ist auch Architekt und hat sich da auch reingearbeitet in das ganze Thema. Und ja, wir haben jetzt quasi da so mit, oh Gott, Holz, Wolleartige Sachen, die wir quasi damit gedämmt haben und 'n Wärmedämmputz weil wir ein Denkmal haben und wollten außen die Fassade nicht oder durften wir auch gar nicht, haben wir Wie quasi toll. innen mit so genau, mit Wandheizung und Pipapo. Aber das ist dann alles wegen Denkmal noch mal 'n bisschen spezieller. Aber toll. Genau. Aber das finde ich nämlich genau. Also, ich glaube, fürs Eigenheim ist es auch was ganz anderes, ja? Da kann man auch Naturmaterialien nehmen und, das kann man auch für die Kapitalanlage. Aber dann, ist es schwierig, Ja, also, dann Kapitalanlagen rechnet sollen sich sich's schon nicht. einfach rechnen, ne? Genau, und das Ja, ist dann schwierig und das ist beim Eigenheim toll. Da kann man sich austoben und kann sich das wirklich so herrichten und dann würde ich auch auf Naturmaterialien übergehen, ja, auf jeden Fall. genau. Okay, jetzt kommen wir mal zum Gemeinschaftseigentum. Also das eine war ja quasi die eine Wohnung innen, die haben wir uns jetzt angeschaut. Sagen wir mal, da würde jetzt alles passen. Und das Besondere bei Eigentumswohnungen ist ja, dass man quasi ja nicht alles besitzt, sondern man muss sich ja quasi in der Gemeinschaft arrangieren.
Das eine ist ja das Gemeinschaftseigentum, also für alle Hörer, das sind eben so Sachen, die allen gehören. Das sind das Treppenhaus, das Dach, die Fassade, zum Teil eben vielleicht noch ein kleiner Innenhof. Worauf guckst du dann beim Gemeinschaftseigentum, wenn du dir eine Eigentumswohnung anschaust, so beim Bestand? Also auf jeden Fall Fassade, Dach, Treppenhaus, Keller. Das sollte in einem gepflegten Zustand erstmal sein, ja. Hier kann man auch ganz viel über die Eigentümerschaft lernen. Wobei am Ende, das muss auch nicht immer. Also wenn man eine Kapitalanlage kauft und die rechnet sich und man sieht, das Haus ist, also wenn es im Top-Zustand ist, dann ist mir das schon lieber, aber es muss eigentlich gar nicht immer so sein, ja. Aber im besten Fall, wir wollen ja dir Tipps geben, sollte das Ganze eben sehr gepflegt sein und sauber. Ich gucke mir auch immer die Klingelschilder an und die Briefkästen und so, ja, wie sieht das aus? Genau, also das, aber da lernt man eher was darüber, was sind das für Leute, kümmern die sich um das Haus, wie ist die Hausverwaltung, so, ja, haben die das Haus im Griff. Ähm, Dann bei der Fassade gucke ich natürlich schon, wann wurde die das letzte Mal gemacht, wann müsste sie das nächste Mal gemacht werden, sind genug Rücklagen in der Instandhaltungsrücklage von der WEG drin dafür, für diese Sanierung, oder kommt da eine Sonderumlage auf einen zu. Dann, beim Dach ist es das Gleiche. Das Dach sieht man meistens nicht, manchmal kann man gucken, aber meistens nicht. Und das muss man dann nachfragen. Ja, da muss man dann einfach mit der Verkäuferin sprechen oder mit der Maklerin oder mit der Hausverwaltung mal sprechen, also oder in den Unterlagen gucken, wann wurde das Dach gemacht, wann könnte das wieder anstehen. Also das ist total wichtig. Und Keller ist eigentlich fast das Wichtigste. Keller ist so, den Keller gucke ich mir auch mal ganz genau an und vor allem rieche ich da, ja. Also riecht's nach Schimmel, ja oder nein? Das ist dann, also ein bisschen dieser modrige Geruch ist total fein, Schimmel ist schwierig. Und was auch schwierig ist, finde ich, wenn man in die Mieterkeller gucken kann und man sieht, dass die Leute alle Möbel so ein bisschen hochgestellt haben, ja. Also wenn auf dem Boden Papier rumliegt, Papierkartons und so, dann ist es ein gutes Zeichen, dann ist der Keller nie feucht. Aber wenn alles so ein bisschen hochgelagert ist, dann kann man sich schon denken, oh, hier wird's öfter mal feucht, wenn es regnet und so. Und das ist dann auch ein schwieriges Thema. Ah, okay, spannend. Okay, guter Tipp, cool. Und du hast es schon angesprochen, Rücklagen. Man bekommt ja dann quasi ja auch ein bisschen Einblick in die WEG-Protokolle. Was sind für dich denn gute Rücklagen und schlechte Rücklagen? Also in welcher Höhe? Wo sagst du, das ist zu wenig Ja, Rücklage? also das ist, also pauschal kann ich das nicht sagen, Ja, weil, das von der Größe des Hauses natürlich ja, abhängt und den genau, also es kommt Parteien, echt, ja. genau, genau. Also wir haben manchmal WEGs, da sind irgendwie 300.000 drin, das sind aber auch 60 Wohnungen, ja, und dann ist das eben gar nicht so viel. Also ich glaube, man muss einfach gucken, was wurde gemacht und was steht an in den nächsten 5 bis 10 Jahren und wie viel ist davon mein Anteil. Also zum Beispiel Fassadenrenovierung von so einem ganz normalen Haus, irgendwie 10 Parteien oder sowas, kostet vielleicht 100.000 Euro, ja. Und wenn ich jetzt eine kleine Wohnung habe und ich habe 6% von dieser WEG, dann sind Anteil, 100.000 Euro genau ja gar nicht so viel. Dann sind das 6.000 Euro und dann müsste ich gucken, ob diese 6.000 Euro bei mir drin sind, beziehungsweise ob ich die anspare bis in 5 Jahren oder ob ich mir, also am liebsten, ich empfehle immer allen, wenn ihr eine Wohnung kauft, ihr könnt klein anfangen. Ne? Wir sagen immer so mit 10.000 Euro Eigenkapital könnt ihr schon eine Wohnung kaufen. Wir haben auch Frauen, die haben schon mit 6.000, aber das ist wirklich sehr selten, ja, aber so, um mal die Größen zu sagen, gekauft. Aber da kommt schon noch mal so ein Topf zum gut schlafen dazu, ja. Also, wenn man das kann, Sonderumlagen. dann würde ich immer so 5.000 Euro noch auf ein Extrakonto legen, das einfach Ja. da ist. Für den Fall, dass irgendwas ist mit der Wohnung, mit der Mieterin, vielleicht fällt die doch mal aus, zahlt keine Miete für 'n kurzen Zeitraum oder, genau, irgendwas ist kaputt, man muss das machen oder es kommt die Sonderumlage früher als gedacht, ja. Deswegen finde ich immer gut, wenn man einfach noch mal so 5.000 Euro extra hat in seinem eigenen Topf, von dem man so was bezahlen könnte. Aber ansonsten denke ich wirklich, es geht einfach darum zu gucken, was wurde wann gemacht, was wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren gemacht, dann mal deine Anteile, ja, also deinen Anteil an dem Mehrfamilienhaus, wie viel ist das für dich und sind dafür genügend Rücklagen da? So, Ja, okay, verstanden. ja. Und genau, und dann hast du schon vorher was angesprochen Richtung WEGs können ja manchmal auch sehr kompliziert sein und anstrengend. Also zumindest war das unsere Erfahrung. Und es ist wahrscheinlich bei manchen WEGs auch anders. Wenn du die Protokolle guckst, du hast vorher schon quasi, bist du schon mal drauf eingegangen, wenn du siehst, dass da einer immer nicht quasi oder sich verweigert bei Sanierungsmaßnahmen, wirst du schon vorsichtig. Was sind noch so Faktoren bei dich, wenn du diese Protokolle liest? Weil manchmal liest man sie ja und denkt sich, ja,
passt ja eigentlich. Aber was wären so, ja, No-Gos oder wo würdest du einfach hellhörig werden in so WEG-Protokollen? Also erstmal ist wichtig, dass es überhaupt eine WEG gibt und dass es wirklich Versammlungen gibt und Protokolle, ja, das ist schon mal gut. Dann, wenn jetzt da Konflikte drin sind, die auch eher persönlich sind, ja, nachbarschaftsmäßig oder sowas, das ist schwierig. Manchmal geht's auch um sowas wie Lärm. Also, wenn man jetzt zum Beispiel eine Familie hat, die oder ich sage jetzt irgendwas, jemand, der einen Hund hat, der viel bellt oder so, ja, sowas kann man eben auch lesen in den Protokollen. Dann kann das auch unangenehm sein für die dann hat man einfach vielleicht eine höhere Fluktuation an Mietern, ja? Wenn man jetzt 'ne Wohnung hat, neben 'nem Hund, der eben sehr laut bellt oder viel kläfft die ganze Zeit, das hatte ich nämlich gerade, dann ist es schwierig, das zu vermieten, wenn die's mitbekommen oder die ziehen einfach schnell aus, ja? Genau. Dann manchmal gibt's einfach wirklich persönliche Streits, das hatten wir auch schon, dass oh, dass es auch so manchmal gibt's auch einfach Neidfaktoren, wenn, eine Partei einfach eine viel größere Wohnung hat als andere. Dann das Thema Aufzug ist oft ein Thema, wenn nachträglich 'n Aufzug angebaut wird, welche Parteien machen da mit? Also, man muss ja immer den kompletten Aufzug logischerweise dann bis ganz oben bauen. Wo darf der anhalten, also in welcher Etage? Ja, dann finde ich auch wichtig das vielleicht ein Tipp, wie oft wechselt denn die Verwaltung? Ja, also, sind die Protokolle gut geschrieben und ist die Verwaltung schon Mhm. also, erst sind die Lange, Protokolle gut geschrieben, das ja? ist 'n gutes Zeichen, dass 'ne gute Verwaltung ist. Und dann genau, seit wann ist die Verwaltung da, ja? Schmeißt diese WEG alle paar Jahre die Verwaltung raus, ja oder nein? Also, das ist ja, das finde ich wichtig. Und wenn man jetzt noch mal einen kurzen Abstecher macht Richtung Häuser, es gibt ja auch viele, die jetzt gucken bei Eigenheim Richtung Reihenhaus oder quasi Einfamilienhäuser. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, da müsste man besonders drauf achten beim Bestand? Eigentlich fast die gleichen Sachen, ne? Also, Risse in den Ja, Wänden muss man eben. sich angucken, Ja. feuchte Stellen, also 'n alter Heizkessel oder so, ja, also generell Heizsystem, undichte Mhm. Fenster, ja, und Alter vom Dach, würde ich sagen. Mhm. Also die großen Posten Ja, einfach, ja, genau. genau. Und Richtung Unterlagen, wenn ich jetzt eine Immobilie mir eben anschaue, was forderst du denn alles an? Was willst du denn alles haben, damit du dir ein ordentliches Bild machen kannst? Also, du hast es schon angesprochen, Energieausweis. Genau, also Energieausweis, dann in die Eigentümerprotokolle, ne? Dann, braucht man immer also gerade bei Dachgeschossen oder wenn man auch mal sowas hat wie 'n Hobbyraum oder sowas, die Baugenehmigung, weil Dachgeschosse sind öfter gar nicht genehmigt als Wohnraum, ja? Also, man hat Ah, okay. genau, Mhm. also gerade bei so Maisonette-Wohnungen kommt das öfter vor. Ich habe auch mal in so einer gewohnt, wo wir dann nach 3 Jahren von der Vermieterin 'n Schreiben bekommen haben, dass wir uns leider kündigen mussten, weil das obere Stockwerk gar nicht genehmigt sei, ja. Und das würde ich mir auf jeden Fall also, das war dann nicht unser Problem, das war dann ihr Problem. Aber das, ist ja unangenehm als Verkäuferin, ne? Als Vermieterin, weil da hatte sie einfach ihre Hausaufgaben nicht gut gemacht, wusste nicht, dass das gar nicht genehmigt ist und hat das trotzdem so vermietet. Und das kann ganz schön teuer werden als, Vermieter. Oder das kann auch ehrlich gesagt total gefährlich sein. Also, wenn man 'ne Wohnung hat, die man vermietet als Wohnraum, jemand schläft da und im schlimmsten Fall ist 'n Feuer und irgendwas passiert, dann, ist man da unversichert, ja. Und, Mhm. genau, Das ist ein guter Tipp. Ja. Ich würde noch ergänzen, Teilungserklärung. genau. Den Fall hatten wir nämlich, dass da angebliche Abstellräume mitverkauft also sie wurden quasi mitverkauft, aber sie waren in der Teilungserklärung als Gemeinschaftseigentum eingezeichnet. Ehrlich? Und ja, Na gut, da hast du ja genau. Und dann aufgepasst, habe ja. genau, und da habe ich gesagt: „Ne, die zahle ich nicht vom Quadratmeterpreis, weil die gehören mir ja gar nicht. Ich darf die vielleicht nutzen, aber die sind quasi ja nicht mein Eigentum.“ Also, dass man da in der Teilungserklärung noch mal genau sich anschaut, was ist Gemeinschaftseigentum, auch ich glaube, generell, was alles so Zusatzflächen wären zur Wohnung, dass man da noch mal genau guckt. Ja, genau, das ist wichtig. Und dass man auch die, Quadratmeter abgleicht, ne? Quadratmeter, also wie groß die Wohnfläche im Grundbuch, Teilungserklärung, das ist alles wichtig. Ja, das habe ich auch machen lassen und habe, da jetzt quasi meinen Mann reingeschickt und der hat das dann quasi alles ausgemessen und in der Tat waren da 5 Quadratmeter Unterschied. Ehrlich, Und größer oder kleiner? genau, also der Verkäufer wollte sie größer verkaufen, als sie war. Oder tatsächlich ist die Wohnung und dann habe ich quasi dadurch dann eben einfach den Quadratmeterpreis also abgezogen Ja, und habe es dann runterverhandelt. ja. Genau, also da würde ich auf alle Fälle auch noch mal das einfach nicht gutgläubig quasi übernehmen.
Ne, Und da genau, das immer ein muss man immer bisschen genauer vergleichen, ne? gucken. Und Ja. auch mit der Wundflächenberechnung, genau, genau. Und sag mal, bei euch, das hat dann einfach so geklappt, ja? Weil das sagen wir auch immer, ihr müsst dann den, Kaufpreis, also an sich ist es kein Drama, man muss halt dann den Kaufpreis um die Quadratmeter runter verhandeln, aber da lassen sich auch nicht immer alle drauf ein, ne? Ja, genau. Nee, das ging dann Gott sei Dank. Genau. Es war nachvollziehbar. Ja. Also wir haben es auch schön aufgezeichnet mit Grundriss und die Quadratmeter. Und er war auch bei der Abmessung dabei, der Eigentümer. Also er hat dann auch die Zahlen gehabt und dann das Ergebnis gesehen und dann war es eigentlich relativ klar. Okay. Genau. Und jetzt, du hast schon mal gesagt, bei bestimmten Sachen Schimmel oder so nimmst du noch nie jemand mit. Man hört ja immer wieder, nehmt doch mal einen Gutachter mit. Du hast jetzt gesagt, Handwerker oder eine Bekannte von dir, die dieser Expertin für Schimmel ist. Wen nimmst du mit und wie stehst du zum Thema Gutachter mitnehmen? Ja, Gutachter nehme ich nie mit, sehr, sehr, sehr selten, weil Gutachter einfach, also das kostet dann 500 € oder 750 Ja. Euro. Das ist der übliche Standard, Mhm. ist jetzt gar nicht so viel, ja. Aber Mhm. da steht dann, man kriegt dann 'n Gutachten, da steht dann drin: „Das und das habe ich gesehen, das und das, aber das und das und das habe ich nicht berücksichtigt, deswegen beurteile ich die Situation so, ja, aber ich übernehme keine Verantwortung.“ Also, eigentlich ist das immer so 'n, ich habe noch nie gesehen, dass so 'n Gutachten was bringt, weil es wirklich immer unter ganz vielen Vorbehalten war, ja. Also, das habe ich nicht geprüft, 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 das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein, sodass, ich danach nie, nie, nie schlauer war als vorher, ja. Und, Okay. deswegen, also, wir haben jetzt 'n anderen Fall, da geht's um 'ne große, da geht's wirklich um 'ne ganze, einen ganzen Wohnblock, in dem ganz offensichtliche, da gibt's solche Schallschutzprobleme, da gibt's auch teilweise, wir haben auch Blower-Door-Test gemacht und so was, teilweise geht auch wirklich die Luft viel zu, also die geht wirklich durch die Wände von Nachbar zu Nachbar und so was. Das, ist 'n ganz anderes Thema und da braucht man dann natürlich schon 'n Gutachter, ja, wenn's wirklich um Versicherungsthemen geht. Aber vor bei so 'ner Prüfung würde ich das nicht machen, weil es ist einfach wirklich schwierig. Also, genau. Es ist sehr schwierig, so 'n Gutachter, das ist, die sind, aus meiner Sicht sind das so Wackelpuddings, die man nicht an die Wand nageln kann, ja? Also, die, am Ende übernehmen die einfach keine Verantwortung für das, was sie da feststellen oder vielleicht auch nicht feststellen können. Ich will denen da gar nichts, Ja. unterstellen, ja? Ja. Aber ne, das mache ich nicht. Ja, also meine Erfahrung war auch, dass die gar keine Lust haben auf so Kleinaufträge, sage ich jetzt mal. Die wollen da ihre Gerichtsgutachten machen, wo sie irgendwie dann das irgendwie so mit 70 Seiten dann auch festhalten können, haben nach und auf so kleine Termine, komm mal mit. Da habe ich eher immer so ein bisschen Rolled Eyes bekommen, so, ja, okay, wenn es sein muss. Genau, okay. Und das heißt, wenn du jetzt sagst, gewisse Sachen weiß ich nicht, du bist natürlich auch Architektin, du hast ja natürlich da schon einen sehr erfahrenen Blick bei manchen Sachen. Aber was würdest du jetzt Laien raten? Lieber einen Handwerker oder einen Architekten mitnehmen? Oder wen sollen die sich dann, wenn sie sich unsicher sind bei, ich sage jetzt mal Schimmel oder Rissen, wen sollen sie da nochmal mitnehmen? Handwerker, ganz klar. Handwerker. Ja, weil die sagen dir dann Okay. auch, also, am besten Handwerker, deines Vertrauens, also, am besten. Wenn man noch kein Handwerkernetzwerk hat, ja, dann ist mein Tipp immer, fragt mal alle eure Freunde, die ihr in dieser Stadt kennt, ob die 'n coolen Handwerker haben. Und dann würde ich gucken, wen ich da am nettesten finde oder wer auch Zeit hat, wer Lust hat, mit mir mitzukommen und so, ja. Und dann würde ich den mitnehmen und mit dem das durchsprechen, was es kostet, welche Themen er sieht, wie er einschätzt, was es kosten würde, wie schnell er das machen kann. Vielleicht würde ich das sogar mit 3 Handwerkern machen, ja, einfach um zu wissen, wenn ich die noch nicht gut kenne. Also, wenn ich jetzt Mhm. jemanden schon gut Ja. kenne, dann natürlich nicht mehr. Und, würde dann mit ihm gehen. Ah ja, okay. Und wäre das dann eher so ein Allrounder? Also es wäre ja dann nicht nur einer, der nur Sanitär macht, sondern einer, der so quasi kompletten Innenausbau, Trockenbau, so jemand, der so ein bisschen mehr Gewerke macht, oder? Ja, das habe ich nicht. Also, ich habe jemanden, der macht vor allem so den Innenausbau, Trockenbau, der arbeitet aber immer mit den gleichen Sanitärmenschen zusammen Ah, und okay. den nehmen Mhm. wir dann auch mit. Ah ja, okay. Und wie zahlst du den dann? Per Stundenbasis oder wie vereinbarst du das mit dem? Oder kriegt er eine Pauschale Ja, oder? meistens 'ne Pauschale. Genau. Ah ja, okay, weil da ist man auch immer ein bisschen unsicher. Wie mache ich das jetzt? Genau, Ja, okay, also also, ja, ich finde okay. dann Pauschale gut. Ähm, Ein paar ja. hundert Euro mehr. Was ist das so? Was darf man da auf Pauschale, was ist unverschämt als Pauschale? Ja, das muss man einfach gucken, was man für 'n
ein Verhältnis hat mit dem Handwerk. Also, es kommt echt immer auf die es kommt ja immer drauf an, was man kann das auch umgekehrt machen, ne? Man kann auch einfach sagen: „Das und das ist mein Budget. Was kriegst du damit hin?“ Und dann kann er ja auch sagen oder sie, welche Qualitäten man kriegt und so was. Also Ach so, ich meine gar nicht beim Bauen, sondern ich meine jetzt für den Termin, dass der da mitkommt. ach so, ne, da zahle ich nix für. Ach, da zahlst du nix für. Ah Mhm. ja, okay. Weil manchmal zahlt man ja auch vielleicht 'ne gewisse Stundenpauschale, wenn man Ach jetzt so, meinst du das? irgendjemand so ja, Ne, das mache ich ne, nicht. Mm-mm. okay. Fände ich aber auch nicht schlimm, wenn jemand das also, ne, wenn das letzt ne, aber eigentlich ist es ja Neugeschäft. Klar, wenn man jetzt wirklich merkt, es gibt überhaupt gar keinen, der hier Bock drauf hat auf den Auftrag und mitkommen würde, dann, würde ich das auch anbieten, ja. Aber, eigentlich Mhm. ist das ja Akquise. Ja, okay, da hast du recht. Gut, vielen, vielen Dank jetzt schon mal so für den Rundumschlag. Jetzt haben wir einen guten Überblick bekommen. Hast du noch so typische Fehler von Laien, die jetzt vielleicht eben aus deinem Kundenninnenkreis auch, wo man sagt, wenn die eine Bestandsimmobilie schauen, das sind die ja, da machen die irgendwie so ein paar Fehler und die kann man eigentlich ganz leicht vermeiden. Also, fällt dir da irgendwas ein? Ja, also ich glaube, 'n typischer Fehler ist, die Sanierungskosten zu unterschätzen und auch generell die Kaufnebenkosten zu unterschätzen, ja? Also, das kann man sich eigentlich ganz schnell Ah ja, also man weiß, okay. wie man Mhm. das sind oft Ja, das sind keine Geheimnisse, ja, man weiß das, aber viele ja. unterschätzen das. Also Thema Finanzen, ja, Kaufnebenkosten unterschätzen, denken, man müsste zu viel Geld mitnehmen. Also viele denken, man muss reich sein, um in Immobilie zu investieren, aber muss man nicht. Eher umgekehrt, durch Immobilien wird man eher reich, ja. Also man braucht 10% Eigenkapital für eine Kapitalanlage. Und ich würde sagen, das ist der allergrößte Fehler, dass die Leute denken, wenn sie eine Wohnung kaufen müssen, brauchen sie 300.000 auf dem Konto. So ist das eben nicht. Und zum Thema, also zum baulichen Thema würde ich sagen, entweder Sanierungskosten unterschätzen oder, zu viel machen. Also tatsächlich, ich glaube, das ist sogar noch der größere Fehler, dass Menschen ganz oft denken, sie müssen hier noch 'n neuen Boden machen. Der Teppichboden, der da drin ist, gefällt ihnen nicht. Die Küche ist hässlich, die müssen sie rausreißen. Das Bad ist furchtbar. Sie müssen da mit 'nem Architekten rangehen. Dabei ist es eigentlich nur 'ne kleine Kapitalanlage und man muss da gar nicht so viel machen. Die funktioniert ganz gut so, wie sie ist, ja. Also, ich glaube, das ist eigentlich so eher der größte Fehler, den ich sehe. Genau, vor allem, wenn man jetzt Richtung Investition geht, dass man da irgendwie zu viel reindenkt. Also, ich glaube auch, dass bei Investitionen das Thema Ästhetik, oder? Also, man hat so einen gewissen, Ästhetikanspruch und wenn dann eine Wohnung nicht so entspricht, dass man denkt, man muss sie dann so wunderschön wie für Instagram machen. Absolut. Und dann gefällt sie ja aber ja auch nur dir, ne, und den ganzen Ja. Instagram-Leuten. Also, da gibt's ja vielleicht ganz viele andere, denen die eben nicht gefällt. Ja, ja, das stimmt. Super, aber das ist ja schon mal ein guter Ratschlag. Jo, hast du noch irgendwie einen Tipp oder einen Ratschlag, den du Laien so ein bisschen noch mit auf 'n Weg geben willst zum Schluss? Also, ich würde sagen, keine Angst davor, ne, sich mit Immobilien zu beschäftigen. Fangt einfach an. Ihr werdet am Anfang ihr werdet immer viele Fehler machen. Es gibt nicht die perfekte Immobilie, es gibt auch nicht die perfekte Sanierung. Ich habe eine Freundin, die ist in ihrem Leben mit ihren Eltern, ja, die mussten beruflich alle 2 Jahre umziehen und die haben alle 2 Jahre ne, das kann nicht sein, aber die hat in 8 verschiedenen Häusern gewohnt, bis sie von 0 bis Okay, 20. Also, die sind ziemlich viel umgezogen. ja. Die haben dann immer wieder neu gebaut, jedes Mal und keins der Häuser war perfekt. Also, die haben immer wieder was Neues was verbessert, ne? Und am Schluss war es immer noch nicht perfekt. Also, ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen. Man verändert sich ja auch, aber am Ende ist es Ja, auch nicht schlimm. Es muss gar nicht perfekt sein, ja? Also, du hast 'ne ja. Wohnung und du kannst sie so vermieten und ob das Bad Mhm. perfekt ist oder nicht, du kriegst sowieso die gleiche Miete. Ja, ja. Okay, perfekt, super. Ja. Vielen Dank, Anais, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich denke, dass in der Folge wirklich ganz viel Mehrwert rumgekommen ist. Jeder, der jetzt Laie ist, kann jetzt, glaube ich, so ein bisschen mit mehr Gefühl durch so eine Besichtigung gehen und hat so eine kleine Checkliste im Kopf, worauf er achten soll und wann er auch dann wieder einen zweiten Termin ausmacht mit Handwerker und so. Genau, also ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen. Also schön, dass du uns da so deine Tipps erzählt hast und vielen Dank dafür. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und, bis bald vielleicht. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.
Sodala, das war das Interview mit der Immobilieninvestorin Anaïs Cusneau. Ich fand das Gespräch richtig cool, weil ich einfach mitgenommen habe, worauf man so Raum für Raum eben wirklich achten muss und vor allem, wie man diese WEG-Protokolle dann genau liest und was auch so ein bisschen so zwischen den Zeilen steht. Das fand ich wirklich total spannend. Ja, wie geht's jetzt hier im Podcast weiter? Es kommen jetzt eben mehrere Folgen rund um das Thema Bestandsimmobilie, von so Themen wie was ist ein fairer Preis bis eben auch zu Sanierungskosten und, was eben alles so dranhängt. Ja, und wenn ihr jetzt Freunde und Bekannte habt, die auch überlegen, eine Bestandsimmobilie zu kaufen oder eben auch bald auf eine Besichtigung gehen und diese Folge ihnen weiterhelfen könnte, ja, dann teilt doch gleich die Folge mit ihnen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.